Jordanien, ein Land voller atemberaubender Natur und lebendiger Gastfreundschaft. Beautiful. Thank you. Für uns waren die 5 Tage auf dem Jordan Trail ein intensives Abenteuer voller unvergesslicher Eindrücke, Begegnungen mit der Beduinenkultur und der Schönheit des Landes. Wir sind heute Morgen ganz früh aufgestanden, denn wir sind jetzt schon in Petra drin. Guten Morgen. Der Jordanien Trail kann beginnen. Wir sind in Jordanien unterwegs die nächsten Tage, denn wir machen eine Mehrtageswanderung. Wir übernachten 4 Nächte in der Wüste. Und wir werden in Petra enden. Wir freuen uns schon richtig auf The Treasury und ja, auf das Essen, auf die Zeit mit den Einheimischen, die Beduinen. Und ja, sind sehr gespannt, wie es wird. Wir werden eine Tagesrucksäcke haben und unsere größeren Taschen werden zum Glück mit dem Jeep transportiert. Am Abend zuvor wurden wir nach unserer Landung in Amman abgeholt und sind nach einer 3-stündigen Fahrt in Shobak angekommen. Jetzt haben wir noch eine kurze Fahrt im Minibus, dann geht es los. Jetzt geht's los! Wir wurden jetzt mitten in der Wüste ausgesetzt und der Jordan Trail beginnt. Die Aussicht sieht jetzt schon mega cool aus, hier drüben die Berge. Und ja, let's go! Wir folgen dem Wadi Quer, einem Tal voller Leben und wilder Vegetation. Bereits die ersten Meter sind für uns völlig überraschend, denn wir hätten niemals mit so viel Wasser und so viel Grün gerechnet. Hinter jeder Kurve sieht die Schlucht wieder anders aus und wir sind jetzt schon total fasziniert. Wir kommen gar nicht mehr hinterher, alles festzuhalten. Immer wieder halten wir an und machen kleine Pausen und Ali erzählt uns etwas über die Geschichte, verspricht uns dabei, dass es später noch schöner werden soll. Ist das geil, ha? Hast du gedacht, dass es so schön ist? So schön nicht, aber es ist cool. Bereits in der Antike nutzten die Nabatäer das fruchtbare Tal als Handelsroute und Quelle für frisches Wasser, während die beeindruckenden Schluchten heute noch Spuren alter Bewässerungssysteme und Siedlungen zeigen, die von der engen Verbindung der Menschen zu dieser einzigartigen Landschaft erzählen. Nach einigen Stunden Wanderung durch die Schlucht eröffnet sich plötzlich eine Oase, in welcher Palmen in der Schlucht hängen und tatsächlich nochmal toller aussieht als vorher schon. Hier machen wir unsere Mittagspause und Ali kocht Tee für uns, eine Tradition, die wir jeden Tag leben. Nach der Mittagspause packen wir unsere Wanderschuhe ein und wechseln zu Wassersandalen, denn die nächsten Kilometer wandern wir durch den Fluss. Wichtig ist dabei, dass die Wasserschuhe eine dicke Sohle haben, denn der Untergrund ist weiterhin steinig. Durch das viele Wasser entdecken wir noch mehr Leben in der Schlucht, wie diesen grasgrünen Frosch, der sich auf dem Blatt entspannt und das perfekte Fotomotiv bietet. Nach einigen Stunden Warten und Klettern durch den Fluss erreichen wir das Ende der Schlucht und wechseln wieder in die Wanderschuhe. Dann sind wir auch schon fast an unserem ersten Camp. Im Camp angekommen bekommen wir eine Einweisung in unsere Zelte für die nächsten Tage. Das beduinische Team kocht unser Abendessen auf traditionelle Weise im Boden. Auch das zu sehen ist total spannend für uns und das Essen so unfassbar lecker. So freuen wir uns umso mehr auf die uns noch bevorstehenden Tage.
Guten Morgen, Tag Nummer 2. Wir hatten eine schöne Nacht. Die Esel waren ziemlich laut, die Hunde haben gebellt, aber wir haben trotzdem ganz gut geschlafen. Wir haben jetzt hier gefrühstückt und heute stehen 1000 Höhenmeter auf dem Programm, 17 Kilometer zum Laufen. Wir gehen jetzt ganz früh los, weil die Sonne kommt auch schon gleich, dass es nicht ganz so heiß wird. Jeden Morgen packen wir unsere Lunchpakete, dann geht es los. Hallo Matthias. Hello, lockdown. This is about the rich people about the Roman time. Zum Glück sind wir heute früh unterwegs, denn die ersten Kilometer hätten wir keinerlei Schatten. Heute geht es durch die schwarze Wüste, eine surreale Landschaft, die wie aus einem anderen Planeten wirkt. Seit heute werden wir auch von Michael und seinem Esel Shaggy begleitet, die für uns Wasser tragen und zweimal pro Tag Tee kochen. Den ersten Anstieg haben wir schon relativ früh, doch mit einem sehr gemütlichen Tempo, sodass jeder mitkommt. Damit haben wir schon fast die Hälfte der Höhenmeter für den Tag geschafft und uns die erste Teepause verdient. Während der Teepausen haben wir viel Zeit, um uns auszutauschen, Geschichten zu erzählen und gemeinsam Jordanien zu genießen. Dir gefällt schon wieder die Aussicht, hä? Dann geht die Wanderung weiter Richtung Wadi Abu Saka Canyon, immer höher, bis es Zeit für eine Mittagspause ist. Wir haben die Hälfte für heute geschafft. Jetzt machen wir eine Mittagspause. Feuer wird schon gemacht, es gibt wieder Tee und ja, dann geht es zur anderen Hälfte. Es ist schon gut anstrengend. Wir haben schon über 600 Höhenmeter und ja, nicht immer Schatten, aber es ist gut machbar. Wir haben gutes Tempo und von daher tipptopp. Gut gestärkt geht es weiter zur zweiten Hälfte der Wanderung. Die meisten Höhenmeter haben wir schon hinter uns gebracht. Die Landschaft ändert sich auch heute ständig und wir sind wieder total überrascht, wie vielfältig das Land ist. Wir wandern durch Schluchten, haben weite Aussichten und die Sandsteine strahlen in verschiedensten Farben. Unser Ziel für heute ist das Plateau von Teletat al-Sofwa. Hier werden wir mit dem pinken Jeep abgeholt, um die letzten steilen Höhenmeter nicht laufen zu müssen. Da hinten nicht genug Platz ist für alle, dürfen Ali, Matthias und Bogi die Logenplätze mit bester Aussicht besetzen. Im Camp angekommen, bauen wir wieder unser Zelt für die Nacht auf. Dieses Mal haben wir den perfekten Weitblick ins grüne Tal und einen wunderschönen Sonnenuntergang.
Wieder hat das Team hervorragend für uns gekocht und wir hatten wieder einen wunderschönen Tag, den wir bei gemeinsamen Lagerfeuer ausklingen. Ja, aber er hat doch schon durchgeführt. Nacht Nummer 2, wir haben hier an dem wunderschönen Ort geschlafen mit dem Sonnenuntergang da hinten gestern. Über uns war die Milchstraße und da sind wir ins Bett gegangen recht früh und heute Nacht war es super stürmisch, also zumindest im Zelt hat sich so angefühlt, aber ist alles gut gewesen. Die Guides bereiten jetzt schon das Frühstück vor, jetzt gibt es lecker Essen und dann starten wir Tag Nummer 3. Heute wandern wir teilweise durch das grüne Tal von Wadi Musa, auch bekannt als das Tal von Moses. Der Legende nach holte Moses hier Wasser aus den Felsen für seine Anhänger. Auf dem Weg werden wir auch Ruinen aus der Römerzeit entdecken. Doch zuerst erreichen wir einen Felsbogen, auf den wir natürlich raufklettern möchten. Bei unserer ersten Teepause werden wir von einer Herde Ziegen fast überrannt. Die Ohren sind für uns total lustig, weil sie so lang und hängend sind. Unterwegs erfahren wir, dass hier, wo heute Wüste ist, früher alles voller Weinbau war. Die Römer führten fortschrittliche Landwirtschaftstechniken und Systeme ein, um die Fruchtbarkeit des Landes zu nutzen. Sie errichteten Bewässerungskanäle, um Wasser in trockene Gebiete zu bringen und die Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Kaum zu glauben, dass diese trockene Gegend früher so grün war. Und fast 200 Höhenmeter von 700. Das geht gut heute. Hallo. Hallo, Baby. Auch Fossilien finden wir heute einige. Nach ca. 16 Kilometern erreichen wir die Überreste einer nabatäischen Siedlung, wo heute unser Camp aufgebaut wird. Zum Abendessen gibt es wieder Gemüse und Hühnchen aus dem Fass, das mit Feuer erwärmt wird. Und es ist wieder so lecker. Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 4 unserer Wanderung. Wir haben wieder heute so 15, 16 Kilometer vor uns und wir werden heute zum Mittagtee eine beduinische Familie besuchen, mit denen gemeinsam Tee trinken und ja, ein bisschen über das Leben der Beduinen erfahren. Wir freuen uns! Wir verlassen heute das wunderschöne Ratam und wandern bergauf, bis wir die alte Karawanenstraße Nekebs-Lasel erreichen. Unterwegs finden wir wieder Ruinen aus der Römerzeit, dieses Mal eine ehemalige Weinpresse. Wir können uns richtig gut vorstellen, wie hier die Trauben weiterverarbeitet wurden. Kurze Zeit später kommen wir am Lager der beduinischen Familie vorbei, die uns mit Tee und Brot versorgen.
Es ist total spannend, das Leben der Familie kennenzulernen, deren Lebensweise sich so sehr von unserer unterscheidet. Ohne fließendes Wasser oder Strom hat das Leben hier ganz andere Herausforderungen als unseres. Nach dem Besuch setzen wir die Wanderung fort und es verändert sich die Landschaft abermals vor unseren Augen. Wir wandern durch eine weitere Schlucht, für die wir Zeit zum Erkunden haben. Kommen wir zu einer weiteren Oase voller Früchte vorbei. Zitronen, Orangen und Granatäpfel wachsen hier und frisch vom Baum schmecken sie so viel intensiver und süßer. Unsere Mittagspause machen wir an einem weiteren Aussichtspunkt, der uns abermals beeindruckt. Das Ende der Route führt uns bereits in Richtung Petra, wo unser Lager bereits aufgebaut ist und wir in einer Höhle übernachten können. Am nächsten Morgen nehmen wir Abschied von unserem Team, das sich so toll um uns gekümmert hat und uns die letzten Tage mit so leckerem Essen bekocht hat. Denn am Ende des Tages kommen wir in Petra an und es wird für uns ins Hotel gehen. Doch vorher werden wir bereits einen Teil der Ruinenstadt erkunden. Nach 5 Tagen Wanderung erreichen wir das jahrhundertealte Petra über den Hintereingang. Petra ist eines der 7 modernen Weltwunder und besteht aus verschiedenen Teilen und ist eine echte Stadt der Antike. Da wir über die Rückseite eintreten, gehen wir gegen den Strom der Touristen. Zuerst steigen wir einige Treppen nach oben und erholen uns zwischendurch mit einem kühlen Getränk. Oben angekommen erklärt uns unser Guide, dass man hier unser Echo besonders gut hören kann und das probieren wir natürlich alle aus. 1, 2, 3. Yalla, yalla! Annika! Weiter geht es die Treppen wieder nach unten und plötzlich sehen wir The Monastery. Wir sind absolut beeindruckt, wie solch ein imposantes Bauwerk vor hunderten Jahren entstehen konnte und wäre am liebsten den ganzen Tag hier geblieben. Dann kommen ein paar Jugendliche vorbei, eigentlich wie bei uns, mit Ghettoblaster und amerikanischem Hip-Hop, nur mit Esel statt Roller. Frisch gepresster Granatapfelsaft, wie geil.
Unsere Mittagspause machen wir heute mitten zwischen den Höhlen, die früher einmal als Grabkammern erbaut wurden. Danach wurden sie von Beduinen als Wohnungen benutzt und teilweise sind sie bis heute bewohnt. Nach der Mittagspause treffen wir eine Höhlenbewohnerin, die alleine mit ihren Ziegen hier lebt und uns einen Blick in ihr Zuhause gewährt. Perfect. Beautiful. Thank you. Das Ende unserer Mehrtageswanderung auf dem Jordan Trail führt uns durch den Rainbow Canyon. Hier zeigt uns unser Guide anhand meines Armes, wie farbenfroh die Schlucht ist. Dann ist die Wanderung vorbei und es ist Zeit, uns auch von Shaggy zu verabschieden. Wir werden ihn wirklich vermissen. Bye, Shaggy. Jetzt geht es nur noch zu unserem Hotel in Petra und wir freuen uns auf das große Finale morgen früh. So, wir sind heute Morgen ganz früh aufgestanden, denn wir sind jetzt schon in Petra drin, auf dem Weg zur Schatzkammer, zur Treasury. Und ja, wir haben jetzt, ich glaube, gerade mal 6 Uhr morgens, 6:30 Uhr. Und ja, bisher sind noch keine anderen Touristen da und hoffen, dass es erstmal noch so bleibt. Morgen verbringen wir in Petra und wir bekommen gezeigt, wie mit dem Sand aus dem Rainbow Canyon tolle Kunstwerke erschaffen werden. In einem Shop für Frankincense bekommen wir eine Einführung in Parfüm und Kosmetik der Menschen hier. Ich melde mich mal wieder freiwillig und werde mit Kajal geschminkt, so wie es hier gemacht wird. Mal her. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Unser Guide Baha erzählt uns einiges über Geschichte und Traditionen hier. Faszinierend ist, dass sich die Geschichte aufgrund neuer Funde immer wieder ändert und auch heute noch Ausgrabungen stattfinden, die die Geschichte wieder ändern könnten. Viel zu schnell geht auch dieser Tag zu Ende, was gleichzeitig auch das Ende einer unglaublich tollen Reise mit ganz vielen tollen Menschen bedeutet. Wir sind sehr dankbar, das alles erlebt haben zu dürfen und werden unsere neuen Freunde und vor allem das Essen sehr vermissen.